Ja, Beziehungen ist ein Thema, ja, das ist unerschöpflich und das kommt immer wieder vor, in verschiedensten Facetten quasi kommt es herein. Gell? Wir haben gehabt ein Seminar im Haus, ein Aufstellungsseminar, eine systemische Aufstellung Mhm. und da ist ein Paar aus München gekommen. Gell? Und die haben ein Familienthema aufgestellt. Und im Zuge dieser Aufstellung hat da der Mann gesagt, meine Familie ist viel besser wie deine. Die Leute waren alle so schockiert, perplex, ja, was läuft da, was ist da? Gell? Der sagt vor der ganzen Gruppe, da waren um die 15 Leute, die ehemalige Frau hat dieses Seminar geleitet und dann sagt er, meine Familie ist viel besser wie die deinige. Und dann ist das Seminar quasi die Aufstellung, die was sie da gehabt haben, weitergelaufen. Und dann stockt, gell? Und es ist nichts weitergegangen. Wilhelmine hat alles probiert und so weiter, ist nichts weitergegangen. Daraufhin hat sie gesagt, hat sie sich zu mir gedreht und gesagt, Franz, was spürst du da dazu? Ja. Und auf das hin sage ich, frage ich dann den Mann, der was die Aufstellung quasi wollte, habe ich gesagt, ich kriege ein Bild herein und da ist bei euch, ich glaube, so dritte, vierte Generation vor dir, einer umgebracht worden. Weißt du was davon? Dann sagt er, ja, die Polizei hat ermittelt, aber konnte nichts konnte keinen Beweis Mhm. geben oder feststellen, dass da quasi etwas mit Mord zu tun hat. Und ich habe halt ein Bild gekriegt, wo ein Mann dort einen anderen mit einer Stange ja, in den Brunnen hinein gedroschen hat und der ist runtergefallen und war tot. Mhm. Und auf das hin war nachher die große Wende in der Aufstellung und ja, ist einfach zu einem guten, einem erlösenden Familien, was das ganz andere Energie noch hat da gewesen in Bezug zur Familie, weil man die Geschichte gesehen hat, weil das Opfer gesehen wurde und unter anderem natürlich auch, weil der Täter war. Mhm. Ja. Der hat mich noch weiter gefragt, ob ich sagen könnte, wer das war. Habe ich es aber nicht sagen wollen, weil das wirklich im engsten Familienkreis war. Ah, Ja? okay. Und Ja. das liegt doch schon lang zurück und habe gesagt, das bringt nur heißes Blut und so weiter. Äh, Das ist geschehen, das ist quasi da und das ist nachher abgehandelt worden und es hat einen wunderschönen, quasi ein wunderschönes Ende bekommen, wo Erhebung der Gesamtenergie der familiären möglich war. Das ist auch Beziehung. Wie gehe ich mit Ja. meinem Partner um? Und überhaupt nachher, ich meine, wie stelle ich vielleicht den bloß in einer Aufstellung oder in einer Runde? Und deshalb ist meines Erachtens noch sowas von wichtig, dass man Partnerschaft in Augenhöhe lebt, dass man Partnerschaft mit Achtung und Würde lebt, dass man Partnerschaft in der Partnerschaft nicht vergisst, nur ich bin derjenige, ich will mich verwirklichen. Der zweite, das Du, ja, was du machst, das interessiert mich überhaupt nichts. Und das Mhm. Wir ist auch weg. So kann keine Partnerschaft existieren oder so kann keine Partnerschaft länger leben. Ist unmöglich. Wenn ja, aus dem Ego heraus sage, ja, und jetzt will ich mich total verwirklichen. Ja, und das passiert immer wieder, dass Menschen kommen und sagen, ja, vor kurzem war ein Mann da, sagt er, ich bin total fertig. Der war so 60 plus
Und dann sagt er, ja, die Frau will ausziehen und das passt ihr nicht und sie will sich verwirklichen, sie will alles sozusagen auf den Kopf stellen und so. Oh, das gibt's. Dann habe ich gesagt, statistisch gesehen ist Folgendes, dass Beziehungen zwischen 35 und 45 weniger häufig quasi es zur Scheidung kommt, wie Beziehungen, die 60 plus sind. Ja. Ich habe das selber nicht richtig glauben können, weil ich gedacht habe, na ja, bitte im Alter, dann kann ich genießen, dann ist der eine in Pension oder der andere in Rente und so weiter, dann kann man viel unternehmen und. Na, von der Statistik her wurde ich eines Besseren belehrt. Es ist ganz anders. Und es werden mehr quasi Scheidungen mit 60 plus gemacht. Ja, das ist das Interessante, weil Bitte. jeder Altersbereich hat eine andere Form auch von Beziehung. Also ich meine, wir sind direkt Genau. eingestiegen in die partnerschaftliche Beziehung, aber da gibt's ja so viele andere Formen der Beziehung ja auch, zu den Kindern, im Berufsleben, mit Richtig. Freunden, Genau. etc., ja, mit den Eltern. Genau. Da gibt's ganz, ganz viele Beziehungsbereiche. Aber was ich jetzt auch festgestellt habe, nachdem ich jetzt auch ein paar Jährchen hinter mir habe, Ja, ist, dass wirklich jedes Jahrzehnt eine ja. andere Form von Herausforderung hat und Mhm. auch wieder eine andere Form, eine Veränderung auch wieder von einem verlangt. Und wenn man in Beziehung ist, egal in welcher, auch Mhm. immer wieder mit dem anderen Menschen. Ja. Und in ich rede es mal jetzt nur von meiner Altersstufe, weil ich bin über 50, Ja. da fängt, ich würde sagen, mit Mitte 40, Ende 40, aber spätestens mit 50 beginnt bei vielen die sogenannte Midlife Crisis. Ja, ja, keine Frage. Und was ich festgestellt habe, du kennst eine andere Art der Arbeit, wie ich sie kenne, ja, du hast vorhin gesagt, du kennst die systemische Arbeit und ich arbeite ja nach der identitätsorientierten Arbeit, wo das Ich im Mittelpunkt ist. Immer die Frage, was will ich? Nicht, was will das System oder die Familie, sondern wie geht's mir dabei? Ja, und was trage ich mit mir? Gehört es zu mir oder gehört es nicht zu mir? Auch mit deinem Beispiel, da trägt jemand etwas, was gar nicht zu einem gehört, ja, was entweder über Generationen da ist oder nicht. Ja. Und bei den sogenannten Midlife Crisis habe ich gemerkt, das ist keine Midlife Crisis, sondern es ist dieses Zurückblicken in der Lebensmitte. Ist das Leben so, wie ich es bis jetzt gelebt habe, überhaupt noch richtig? Ja. Und vor allem sinnvoll für mich. Ja, weil Beruf ist meistens recht etabliert. Die Kinder sind meistens größer, obwohl heutzutage viele sehr, sehr spät anfangen. Ja, da verschiebt sich auch vieles. Ja. Aber normalerweise, sage ich mal, hat man so die Hauptthemen in trockenen Tüchern. Denkt man, vermeintlich. Ja. Dann stellt sich auf einmal heraus, auch wenn die Kinder im Teenageralter sind oder schon ein bisschen größer, die dann auch in was Neues reinkommen, in einen neuen Lebensabschnitt, dann wird man selber daran erinnert, was mache ich denn eigentlich die ganze Zeit? Lebe ich das Leben meiner Eltern oder lebe ich eigentlich nur für einen Partner? Ja, weiß ich überhaupt, was ich wirklich will? Und um auf Augenhöhe eine Partnerschaft zu haben, müsste ich ja erst mal wissen, auf welcher Augenhöhe ich selber bin. Sage ich immer. Sonst weiß ich ja gar nicht, auf welcher Augenhöhe treffen wir uns denn. Ja. Ja. Weil manche Partner werden total nach oben gehoben, auf einen Richtig. absoluten Socken gestellt. Richtig. Und bei dem anderen schaut man, wie du es gerade gesagt hast, schaut man so runter und sagt, Ja. naja, also bei mir ist es ja viel besser oder Ja. ich habe ja keine Probleme. Das ist ja nur mein Partner oder meine Partnerin, Ja. die ja gerade durchdrehen. Ja, Und ja. Ich habe es bei mir genauso gesehen. Bei mir war auch so, vor 50 quasi war noch so eine Art Midlife-Crisis, wo ich gesagt habe, na, so geht's nicht. Da habe ich quasi ich meine, die erste Ehe ist in Brüche gegangen. Ich war in der ersten Ehe oder in der ersten Beziehung 27 Jahre. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte ausbrechen. Da war vom Beruf her immer, das war meine Berufung, ich habe es gern getan. Aber trotzdem, ich war nicht glücklich. Mir hat etwas gefehlt. Ja, ich habe alle meine Sachen verwirklicht. Aber trotzdem, es hat mir was gefehlt. Materiell habe ich alles das gemacht, alle meine Ziele, alles, was ich gemeint habe zu verwirklichen, habe ich verwirklicht. Aber ich war nicht rund,
ich, ja. Ja. Und dann erst durch das, dass ich die zweite Ehefrau noch kennengelernt habe, mit der ich 21 Jahre zusammen war, habe ich erst wieder, sind bei mir die Türen aufgegangen, weil sie halt aus der psychologischen Seite kommt, weil sie das studiert hat und so weiter. Und ja, dann sind bei mir die Türen aufgegangen. Und das war dasjenige. Und das ist dasjenige auch, was heute quasi einen Wert hat, ein Gewicht hat. Heute mache ich mir keine Gedanken, was mache ich jetzt in der Pension oder was tue ich. Nein, ich bin da. Ich bin da für Leute jeglichen Alters. Ich habe jetzt vor 2 Tagen eine Frau gehabt, die war knappe 85 Jahre. Das war eine wunderschöne Begegnung, ein wunderschönes Setting. Ja. Und beziehungsmäßig ist so wichtig, dass man einfach redet und dass man auch den anderen hört und das andere quasi noch so reflektiert, was meint der mit? Ja. Und es ist so oft so, dass wir den Partner, dass ich die Frau oder umgekehrt die Frau den Mann nicht versteht. Ja. Und da hat ja da gibt's eine Bösels heißen die sind Paartherapeuten und die Frau ist Doktor und die arbeiten mit der Imagotherapie. Das heißt, der eine Partner, zum Beispiel der Mann, sagt der Frau, was ihm am Herzen liegt. Die muss nur zuhören. Ja, sie darf nicht jetzt sagen, okay, und das, nein, nur zuhören. Ja, und das dauert meinetwegen von Anfang 5 Minuten, vielleicht nachher 10 Minuten und das einfach nachher nur in sich quasi einsickern lassen. Und dann sagt jetzt, wenn der Mann jetzt das der Frau gesagt hat, umgekehrt, dass die Frau sagt, habe ich die richtig verstanden, was du gesagt hast. Und dann sagt er mit seinen Worten, was er quasi vom Partner gehört hat. Und da drinnen sieht man nachher schon öfters sehr große Missverständnisse, einfach aus dem Leben heraus, aus der Biografie heraus, aus allem drum und dran, wo man sie nicht versteht. Und das ist gerade erst gesagt worden und trotzdem ist es so anders angekommen. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, einfach wirklich zuzuhören, den anderen so in der Beziehung, nicht gleich so nebenbei, ja, sondern ich bin da, ich bin präsent, ich bin da. Ja, ja, ich glaube fast. Ab und zu eine zärtliche Berührung, nur so im Vorbeigehen oder ein liebes Wort oder. Die Sprache, die Liebessprache ist ja so total verschieden, ja, zwischen Mann und Frau, das gibt's das. Da gehört geredet. Was findest du darunter? Ja, die Frauen sind eher, dass sie sagen, okay, Gefühl und so weiter und dass man ihnen sagt, ich liebe dich und. Natürlich soll es echt sein, weil wenn es nur so bla 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 ist, dann spürt man ja, das ist kühl, das kommt nicht an. Gell? Und umgekehrt quasi bei den Männern ist aber so, dass sie sagen, ja, ich bin aber mehr bei dem Tun hier. Ja, ich mag für die Frau zum Beispiel das Auto, ich tue den Rasenmähen, ich tue meinetwegen die Scheiben putzen, ich tue Schnee wegschaufeln und so weiter. So richtig alltägliche Sachen oder ich gehe für die einkaufen und so weiter. Das heißt, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Das heißt, die Sprache der Liebe, sieh da, ist ganz anders. Ja, und auch das sollte man kommunizieren, dass man sagt jetzt, was hast du für Bedürfnisse? Was verstehst du unter der Sprache der Liebe? Nach was sehnst du? Was möchtest du gerne? Und so ist auch auf dem Gebiet so wichtig, dass man über das redet. Dass man sagt, okay, und dann kann ich mich einstellen. Dann kann ich sagen, aha, das kommt nicht so gut bei der Frau an oder umgekehrt beim Mann. Also muss ich schauen, dass ich die anderen Felder auch noch bedienen tue oder mache.
Und dann ist öfters die große Gefahr, dass man das so selbstverständlich nimmt. Ja, ob jetzt die Frau beim Mann, dass sie sagt, na ja, ist selbstverständlich, dass der Rasen mäht, dass der mein Auto putzt und in Stand haltet und. Riesenviele, da könnte man seitenweise sagen, was man alles machen kann, was man alles für den anderen machen kann. Ja, und dann kann es mit der Zeit so selbstverständlich werden, was aber nicht ist, weil das ist der Beweis vom Mann gegenüber der Frau. So sage ich da meine Liebe, dass ich will, dass wir zusammenbleiben, dass wir zusammen sein. Ja, aber die meisten Beziehungen führt man ja nicht zu zweit, sondern zu dritt oder zu viert. Weil Das du ist hast absolut. immer die Mama mit im Bett liegen und den Papa mit im Bett liegen. Ja, ja, du sagst voll, natürlich, es gibt so viel Beziehungsebenen, wo Vaterstöchter sind und dann hast du den Papa im Bett. Und wo Muttersöhne sind und dann hast du die Mutter im Bett. Aber das kann man erst erkennen. Ich habe es auch erst mit 48 oder irgend sowas erkannt, dass die Mutter aber sowas von verbunden war mit mir, das gibt's das. Ich war so richtig Mutter-Sohn wie aus dem Bilderbuch. Und da kann es trotzdem gut gehen, weil die erste Frau, mit der ich zusammen war, die war Vaters Tochter und ich war Mutters Sohn. Mhm. Und es kann auf der anderen Seite, wenn jetzt das in dem Sinn so bleibt, das auch bis zum Lebensende gehen. Ja, dass da keine Änderung ist. Sobald aber da einer etwas versteht und sieht, ja hoppla, da läuft's ja falsch, dann entwickelt man sich auseinander. Ja, weil da geht einer, ist egal, die Frau oder der Mann, und dann faszinieren wir. Weil, so wie du sagst, ein Elternteil bei mir im Bett drinnen ist. Ja, und das ist so wichtig, dass man zu dem schaut, ob das über die IOPT, die was ich auch kennengelernt habe, was es ich bezogen ist, wo ich sage, okay, mein Anliegen ich und so weiter, ja, oder das Systemische, wo man sagt, hey, ich muss den Schlüssel von meinem Polster, von dem, was die Mama hat, ja, bei ihr außernehmen, weil die hat bei mir nichts mehr zu suchen. Ich bin eine neue Zelle mit dem Ja, Mann. Und da geht auch so viel zwecks den Bach hinunter. ja. Ja, Weil, was ganz wichtig wäre, ist für die, es gibt ja welche, die erstmal ganz jung sind, erstmal eine Beziehung suchen. Ja, dann gibt's die Fraktion, dann geht die Beziehung in eine Krise. Und dann ist vielleicht, wenn die Scheidung schon da ist, was passiert dann? Und ich bin der Meinung, wenn wir jetzt zu dem ersten Punkt kommen, wenn du noch jung bist und erstmal in die Beziehung gehen möchtest, weil die ganz jungen Leute, da ist gerade ganz, 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 ganz viel in Schieflage geraten. Ist wirklich erstmal zu schauen, was will denn ich eigentlich überhaupt, ja? Vielleicht hänge ich in einem Bild von einer Beziehung anher, die in Hollywood-Filmen super ist, aber die möglich, mit dem realen Leben ja. gar nichts zu tun hat. Oder ich suche verzweifelt nach jemandem, der so ist wie der Papa oder der so ist wie nicht wie der Papa, ja. Oder ich mache die Eltern 1:1 führe ich weiter. Genau. Weil in den Arbeiten, wenn Kinder da sind, ich habe jetzt einige gemacht mit der globalen Gruppe, war das Erschreckende, dass, ja, ich hatte immer Mama und Papa dabei oder Mann und Frau. Ja. Und das Erschreckende war, das habe ich nicht für möglich gehalten, ist, dass immer ein Riesenkonflikt zwischen den Eltern da war, Mhm. wo es immer wieder darauf hinlief, ja, eigentlich mag ich den gar nicht oder eigentlich will ich mit der Frau gar nicht zusammen sein. Das ist übrigens auch, habe ich festgestellt, in ganz, ganz langjährigen Ehen. Da kann Ja. jemand 40, 50 Jahre zusammen sein und in den Arbeiten stellt sich raus, nö, Mhm. eigentlich möchte ich mit dieser Person gar nicht zusammen sein. Ja. Passt. Im Leben kommt halt
immer wieder oder ab und zu, je nachdem, ja, zu gewissen Lebensbruchkrisen, wo noch auf einmal aus irgendeinem Grund, wenn zum Beispiel ein Enkelkind auf die Welt kommt, da Ja, kommt so viel heraufgehoben werden von der Frau, ja, wenn die Tochter das Kind hat, wo die eigenen Geburten nachher kommen. Wie ist der Ehemann, der ehemalige Ehemann mit mir, mit den Kindern umgegangen? Da können so viel Traumata hochgehoben werden und da können genauso Beziehungen an solchen Geschichten scheitern, wenn man nicht hinschaut oder wenn man nicht noch was macht. Ja. ja. Und es gibt keine Garantie auf der anderen Seite, und das habe ich auch gesehen, wenn man sagt, ja, zum Beispiel, eine Variante ist, wir haben uns zusammen gelebt, wir haben uns gefunden, das war Freundschaft, das war Sympathie und dann ist es mehr geworden. Wir sind so zusammengewachsen. Eine Variante. Die zweite Variante, wusch, da hat's mich erwischt, ja, Mhm. und da bin ich Liebe auf den ersten Blick immer da sind überall die Sternchen und die große rosarote Brille und so weiter. Aber jetzt, wenn ich nur diese beiden Varianten hernehme, eine dieser beiden Varianten gibt mir irgendwo eine Sicherheit, dass ich sage, okay, wenn ich in der ersten Variante bin, wo ich mich zusammengelebt, wo ich zusammen mich gerauft, gelebt und so weiter habe, dass die noch unter Anführungszeichen ewig haltet. Ja, gibt's keine Garantie. Und genauso nicht, wenn ich mich voll verliebt habe und voll drinnen bin. Und auch wenn diese Liebe nachher nicht nur die kurze Zeit, wo wirklich, ich meine, die Hormone und so weiter verrückt spielen und wunderschön ist und, wenn auch eine lange Zeit ist, ja, Ja. und wo man sich super verstanden hat und so weiter, können nachher gewisse Sachen hereinkommen, wo man sagt, so geht's nicht mehr. Man verbiegt sich und man reißt sich den A auf und so weiter. Und es hilft nichts. Es ist alles zusammen nichts. Es ist Mhm. nichts. Es geht nicht. Ja? Und dann verliert man komplett das eigene. Dann bleibt das Ich von Mann oder Frau, der was alles für den anderen tut, komplett auf der Strecke. Ja, aber so geht die Beziehung in Brüche. Das kann nicht gut weitergehen. Das geht nicht. Wenn man da nicht noch einen gemeinsamen Nenner wiederfindet. Ja, und was ich auch gelernt habe durch meine Scheidung ist, also ich rate Paaren, die zu mir kommen oder die Probleme haben, auch wenn sie alleine kommen, nicht mehr, was heißt nicht mehr, habe ich nie gemacht, aber ich rate zum Beispiel nicht auf Scheidung zu gehen, sondern ich sage erstmal langsam mit den Pferden, ja, und erstmal gucken, wie ist die Konstellation überhaupt zwischen euch, die Dynamik, und was kannst du dabei beitragen, ja. Idealerweise wäre es, wenn jeder Partner arbeiten würde, alleine und auch zusammen, um sich dann auch zu verstehen. Aber das wäre nämlich eine unglaubliche Chance zu wachsen, Ja, ja. zu lernen, zu wachsen und auch die Beziehung wieder auf ein anderes und neues Level zu heben. Mhm. Und das ist auch etwas, was wir so nicht kennen. Wir wissen eigentlich gar nicht, wie der Anfang, die meisten stolpern eigentlich irgendwo rein, ganz ehrlich. Ja, Also ich, wenn ich mich umschaue, jetzt vom therapeutischen Arbeiten hin oder her, ganz unabhängig davon, ich sehe die wenigsten Beziehungen wirklich als Beziehung an. Das ist mhm. meistens eine Zweckgemeinschaft oder ich habe Angst oder ich will eigentlich nicht alleine sein. Und dann kommt halt einer nach dem nächsten und dann ist es wie so ein Durchlauferhitzer und macht sich halt auch immer gut. Ja, so wie ich auch einige kennengelernt habe im Beruf, wo es dann irgendwann mal der Druck kam. Einer war zum Beispiel in einer Consulting-Firma und der war noch nicht verheiratet und hatte keine Kinder. Und dann musste der heiraten und Kinder bekommen, Ja, weil das einfach geschäftlich dazugehört hat. ja, Du musst nach außen stabile Familienverhältnisse vorgaukeln, damit du dann in der Hierarchie nach oben kommst. Es ist totaler Bullshit. ja. Und trotzdem habe ich auch, ich meine,
ich bin genau, meine Arbeitsweise ist genauso wie deine, wie du sagst, was ich bin von Anfang immer probieren, ob es da noch zum Retten ist, ob da noch was zum Machen ist, ob da Einsichten da sind und so weiter. Ich bin der Letzte und die Entscheidung, die wir sowieso sehen, nicht ab, ob sie sich scheiden oder nicht scheiden lassen. Gell? Man, das lasse ich immer bei Mann und Frau und bin genauso, wie du gesagt hast, was der es ist wichtig, dass man Einzelarbeit macht. Es ist wichtig, dass man gemeinsam Arbeit macht. Ja, wobei natürlich ab und zu, auch das habe ich mitbekommen im Laufe meiner Arbeit, da war eine Frau, die hat riesenlang schon mit der Angst zu tun gehabt, ja. Und zum Beispiel beim Autofahren mit der Angst zu tun gehabt. Und die hat viel probiert und viel gemacht dazu. Und trotzdem ist sie nicht aus dem rausgekommen. Ja. Aus irgendeinem Grund. Und der Mann war bei mir und sagt, du Franz, ich bin total verzweifelt. Ich meine, ich weiß nicht, wie soll ich beim Autofahren, wie soll ich reagieren, wie soll ich machen? Wir fahren auf Urlaub oder was und ich halte mich ein, ich bin kein Raser und, ich bin 1,5 Millionen Kilometer gefahren, sagt er, und ich habe keinen Unfall gebaut. Das heißt, ich meine, wenn er Unfälle gebaut hätte, schaut's auch, und nein, hat er nicht gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, und wie war es bei der Frau? Ja, die hat, ich glaube, 6 kleinere oder irgendeine Unfälle gehabt, ja. Und das war halt wahrscheinlich noch das Trauma, in dem sie drinnen war. Und sobald einer, hat er gesagt, dann schneidet irgendeiner eine, da kann ich nichts dafür, ja. Da schneidet irgendeiner eine und da war schon Feuer am Dach und da war schon fertig, da war schon ein Problem. Aber jetzt, und dann sagt er weiter, und dann habe ich der Frau gesagt, pass damit nicht du den Stress hast und ich den Stress hab. Ja, weil du bist ja co-abhängig du bist ja da drinnen, ja. In der Situation. Und hat er gesagt, dann habe ich vorgeschlagen, bitte, ich führe dich zum nächsten Bahnhof oder zum nächsten Bus. Du fährst mit dem Bus zum Urlaubsort und dort nur lade ich wieder ab. Dann hast du keinen Stress und ich hab auch keinen Stress, weil ich fahre sehr gern Auto und. So hat er mir halt das gesagt. Und dann sagt er, na, das will ich auch nicht. Das will ich auch nicht. Na, und dann sagt er noch, sie hat ja selber ein Auto. Na, soll sie selber fahren? Ja, das will sie auch nicht. Ja, was sagst du bitte? Ich meine, was sagst du dazu? Was kannst du machen? Der Mann bringt da so viele Vorschläge, damit man den Stress wegbringt. Aber wenn die Frau da nicht einlenkt, wenn die Frau da nicht tut, kannst vergessen. Bei Ängsten geht das auch nicht. Bei Ängsten musst du tatsächlich eine Arbeit machen. Also dann der Mann geht zum Beispiel zu jemandem hin und sagt, du, ich habe das Problem, bitte können Sie mir helfen? Ja, weil die Frau, wenn du so in den Ängsten drinnen bist, die können da keinen Schritt mehr machen. Ja. Und das ist das Problem mit Ängsten. Also Ängste sind echt wichtig zu nehmen und da hilft auch kein Gespräch oder verändere dein Verhalten, weil das so tief drinnen ist. Ja, das kann ein Schocktrauma sein durch die Unfälle. Da kann auch körperlich durch die Unfälle, mag vielleicht von außen okay sein, aber auch körperlich totale Verschiebung da sein. Und das müsste dann wieder reguliert werden, nicht reguliert, aber wieder gerichtet werden, über Shiatsu, über amerikanische Chiropraktiker und dergleichen, Osteopathie und so weiter, damit es auch wieder fließen kann und damit auch das verarbeitet wird, weil so ein Unfall zum Beispiel oder Unfälle meistens da nicht ihren Anfang genommen haben, weil wenn ich schon 5, 6 kleinere Unfälle habe, dann stellt sich immer die Frage, ja, wo hat denn das eigentlich seinen Anfang genommen? Ja. Und dann kommen oftmals, und dann sind wir wieder bei der Kindheitsthema, kommen da oftmals Themen hoch, ja. Vielleicht war die Mama schwanger und die hat einen Unfall und dann ist das Baby so im Schock, ja. Oder du bist ein Kleinkind und Ball fällt dir auf die Straße, läufst hinterher, ist vielleicht nichts passiert, aber hätte fast zum Unfall kommen können. Oh, da ist tatsächlich ein Unfall passiert. Und da ist zum Beispiel auch schön, anstatt dass mich dann streitet, weil dann reiben sich die Partner absolut auf, jeder ist verzweifelt. Die Frau sagt, du siehst nicht, wie es mir wirklich geht. Der Mann, ja, aber doch.
aber wie soll ich dir helfen? Weil alle Vorschläge gehen ins Nirvana. Genau. Und da kommt man manchmal zusammen einfach nicht weiter. Und da ist gut zu wissen, hey, der Franz zum Beispiel hier, du kannst noch tiefer in die Ahnenreihe reinschauen, nochmal in die Annäherungen. Und dann in meiner Arbeit das auch manchmal, aber manchmal kommen erstmal andere Themen erstmal hoch, ja, die dann hochpoppen und die dann anbearbeitet werden wollen. Das ist Weil bei ganz dem, wichtig, nach Hilfe zu bitten, wollte ja, ich noch bei dem sagen. Mann habe ich gesehen, weil wir ja weitergeredet haben, und genau das habe ich ihn ja auch gefragt. Ich meine, die Unfälle, die was die Frau, um die was da ging, gemacht, die was sie halt erlebt hat, ja, das war ja nicht das alles. Und da habe ich gesagt, wie war denn in der Kindheit, und da ist sie mit dem Papa mitgefahren, der was auch einen Unfall gebaut hat, und. So wie du sagst, da sind noch ein paar Geschichten gekommen, und die sind traumatisch. Aber das Problem war ja auch da drinnen zu sehen. Die Frau hat wirklich viel probiert zu machen. Ja, Mhm. in verschiedenste Richtungen. Und trotzdem war das nicht möglich, dass diese Ängste quasi weg waren. Ja, das war Kannst du, nicht möglich. geht Es hat auch aber so nicht. viel probiert, mit Traumatherapie, noch Levin und. Ja, Mhm. verschiedene Sachen, systemisch und frag mich nicht was alles. Und trotzdem hat das nicht geholfen. Ja, Ja, weil nicht alles tief geht. Also Traumatherapie ist nicht gleich Traumatherapie. Und das ja, Somatic Experience von Peter Levine ist nochmal wieder eine andere Richtung, weil zum Beispiel auch diese Arbeit, ich kenne die ganz gut, auch nicht zum Beispiel in das Vorgeburtliche oder Ahnenreihe reingeht. Und da hängen aber unglaublich viele Blockaden drinnen. Du brauchst schon eine Methode und eine Theorie, die sehr tief geht. Und das meiste bewegt sich halt doch eher im oberen Drittel, sage ich jetzt mal. Und die wenigsten gehen noch mal tiefer. Und da musst du auch eine richtige Person auch finden, natürlich auch, richtig, ja. richtig. Weil Methode alleine macht's auch nicht, weil es ist auch von Person zu Person unterschiedlich. Und da würde ich auch immer sagen, nicht aufgeben, ja, sondern sehen, wenn sich's langsam besser wird, dann weißt du, dann bin ich gut aufgehoben. Weil 20 Jahre in irgendwas rumzudümpeln, was dich nicht weiterbringt, gut, ist auch eine Entscheidung. Muss Ja. jeder für sich selber treffen, ja. Aber da es hilft nicht vieles. Vieles hilft nicht. Ja, und man wundert sich, was, wo man sagt, ja, natürlich, gewisse Sachen sind so wie Lebensthemen, ja, Ja. und man sagt, okay, und auf den arbeite ich oder knabere ich das ganze Leben. Und ich finde nicht den Weg, ich finde nicht, der Schalter wird nicht umgelegt, weil nur kognitiv, ja, nur vom Denken her, geht überhaupt nichts. So wie du Mhm. gesagt hast, ich meine, da reiben sich die Leute auf nachher, da reibt sich der Mann mit der Frau beim Autofahren auf, weil er ist total dabei, sagt er, ja bitte, ich meine, ich tue so wie in der Vorschule fahren und trotzdem hat sie, weil es um Ängste geht. Total richtig. Aber nur, es geht darum, dass ich sage, okay, wenn aber jetzt derjenige nicht rauskommst, dann kannst du das Thema sagen, okay, das kann ich abhaken. Ja, weil da gibt's keine Annäherung, da ist keine Einsicht, dass ich sage, okay, und jetzt fährst halt mit dem Zug oder mit dem Bus oder fährst mit dem eigenen Auto und so weiter. Gell? Natürlich ist meistens noch, da liegt schon was, da liegt mehr im Argen. Ja, Ja. ja, dass es überhaupt noch so ist, ja, dass man überhaupt keine Einsicht hat und überhaupt nicht bereit ist, irgendwas zu tun. Und da ist halt, ja, es kommt immer wieder auf wie kommunizieren wir, wie nehme ich das ernst? Ja. Da ist ein Mann gekommen, hat er gesagt, ich halte es nicht mehr aus, die Frau schickt mich immer wieder zu dir, aber jetzt ist es soweit, ich muss zu dir kommen, weil Mhm. ich habe ein Problem. No, aber so, dass derjenige morgen nachher gekommen ist. Und das war aber bei einer Messe, weil früher habe ich keinen Termin gehabt und dann aber zwischenzeitlich in Klagenfurt die Gesund und Glücklich Messe und da Mhm. sind verschiedene Formen, wie man halt den Menschen nachher zeigt, wie man arbeiten tut und
was halt der eine wegbringt, was der andere wegbringt. Und derjenige Mann, wo ihm die Frau so viel Druck gemacht hat, ist nachher zu mir gekommen und dann habe ich gesagt, ja, 2 Leute habe ich noch oder 3 und nachher kommst. Und der kommt zu mir und dann sagt er, du, mein Thema ist das, ich habe immer wieder fürchterlich Kopfweh und ich habe immer wieder da so einen Druck. Kannst du mir da helfen? Habe ich das Bild gekriegt, dass im Zweiten Weltkrieg ein Ahne durch Kopfschuss getötet worden ist. Mhm. Dann habe ich ihn gefragt, habe ich gesagt, der ist aber selber Therapeut, um die 50 plus quasi vom Alter her. Das heißt, der hat schon jahrelang gewisse Sachen gemacht, aber hat nicht geholfen. Und dann habe ich halt das Bild gekriegt von diesem Mann und dann habe ich ihn gefragt, weißt du was, ist da im Zweiten Weltkrieg Mhm. gefallen? Sagt er, ja. Ich glaube, väterlicherseits ist einer gefallen. Wir wissen zwar nicht, wo das Grab ist, wo er begraben worden ist und so weiter. Es ist einer gefallen. Und auf das hin habe ich gesagt, okay, und jetzt schließt du deine Augen. Und dann bin ich so berührt, so mit beiden Fingern und so auf den Kopf. Ja. Und dann halt mit meinem Ritual das quasi gemacht, dass ich diese Verbindung zwischen den Ahnen, der was umgekommen ist im Zweiten Weltkrieg, und diesem Mann nachher getrennt habe. Und dann nachher, dass ich gesagt habe, du bist frei. Und in diesem Moment, war Kopfweh weg, war der Druck weg, war es weg. Mhm. Ja, war das in dem Moment weg. Und da war die Frau, die was im Hintergrund war, okay, weil sie nicht mehr ausgehalten, weil die immer gejammert hat, ich hab so Kopfweh und ich hab so einen Druck. Und keiner hat ihn halt helfen können. Ja. Gell? Und da war ich halt, quasi ist er auch schon da oben gewesen, der Frau, gell, dass sie gesagt hat, ich halte es nicht mehr aus. Und ja, Gott sei Dank ist es möglich, aber halt immer ist halt auch nicht möglich. Und so, ja, ist einfach gut, dass man Weil wenn die Kommunikation aus ist und überhaupt ganz ein großer Indikator ist, wenn die Sexualität stirbt, Mhm. ja, dann ist ja, ist die Beziehung, weil die Sexualität ist für mich das Sahnehäubchen am Kaffee oder ist einfach ja, das Beglückende drauf, ja. Mhm. Und wenn die Beziehungsebene nicht stimmt, dann kann die Sexualität auch nicht stimmen. Ja. Ja, das heißt, du musst dich auch viel tiefer anfangen. Jetzt ist erst eine Stufe tiefer, ja, wo ich sage, okay, Sexualität geht nicht, also Beziehungsebene. Beziehungsebene geht nicht, was ist tiefer? Was ist tiefer? Was ist Ahnenverbindung? Was hast du erlebt? Und. Einfach nach unseren Möglichkeiten, die was wir haben. Ob IOPT, ob systemisch, ob hellsichtig oder so, dass man das fühlt oder Bilder kriegt. Egal, auf irgendeine Art und Weise halt. Und man sagt, okay, und da kann man schauen, dass man rauskommt. Ja, also das Thema Sexualität, wenn du das ansprichst, das ist unglaublich tief und breit auch wieder. Also nur, wir fallen da gerade ein paar Beispiele ein. Also ein Beispiel zum Beispiel von der Frau, die mit ihrem Mann zusammen war und gedacht hat, eigentlich, irgendwie klappt es bei mir nicht während mit der Sexualität so richtig. Irgendwie der Orgasmus kommt nicht und also es läuft irgendwie nicht. Hat sich scheiden lassen, lief einwandfrei hinterher, weil es einfach der falsche Mann war. Also Mhm. sie hat ihn intellektuell gemocht, aber nicht körperlich. Ja, Und dann wird jemand körperlich gemocht, aber intellektuell nicht. Auch das geht dann in die Brüche. Das habe ich zum Beispiel erlebt, dann war ein anderes Thema. Ja, wenn sexueller Missbrauch ist, dann ist das muss unbedingt angeschaut werden. Oftmals ist es den Leuten gar nicht bewusst. Ja, eh, übrigens Männer wie Frauen, nicht nur genau. Frauen, auch die Männer. Da ist Mhm. mehr sexuelle Traumatisierung da, als man oftmals weiß. Dafür braucht es dann oftmals Jahre, bis das überhaupt dann richtig hochkommt. Ich habe auch mal einen Mann in der Gruppe begleiten können, weil er einfach Erektionsprobleme hatte.
Und das wurde dann in der Gruppe ausgelost, wer ihn begleiten soll. Und dann hat er gemeint, hey Nathalie, kannst du mich begleiten? Weil er eigentlich seine Freundin total gern mag, also Ja, wirklich total gern mag, aber sexuell geht einfach nichts weiter. Und dann stellte sich tatsächlich heraus, das war ein riesen Mutterthema, mit dem er dann noch so verbunden ist. Und dann hat es hinterher auch mit der Sexualität geklappt. geklappt, ja. Ja. Oder manchmal, ich habe das auch, da wohnt, wenn man zu Hause wohnt, also wenn das eine Landwirtschaft vielleicht ist, wo man noch auf demselben Bereich Ja, noch ein Haus gebaut hat, oder wenn die Großeltern mehrgenerational in unterschiedlichen Wohnebenen dann wohnen, dann kann es zum Beispiel auch passieren, dass das sexuell nicht geht. Je nachdem, ob das die Familie der Frau oder des Mannes ist. Aber wenn man im Haus der Eltern wohnt, da, das ist wie wenn man sich nicht traut, wie so ein Teenager, der dann immer denkt, oh, jetzt kommen gleich Mama und Papa richtig, durch die ja. Türe rein, Genau, obwohl ein genau. eigener Bereich da Ich ist. verstehe, Aber verstehe. dann geht tatsächlich die Sexualität nicht, ja. Aber wie sehe ich ja immer wieder in der Arbeit, wie traumatisiert sind, wenn ich jetzt von Frauen rede, die wo sexuell missbraucht worden sind. Ja. Da ist eine Frau zu mir gekommen und die hat mir gesagt, du, äh, ich glaube, von 3 oder 4 Brüdern missbraucht worden. Ja. Und dann, sie war aber schon, frag mich nicht, 60 plus, wo wir über dieses Thema geredet haben. Aber sie hat durch das ganze Leben an dem gelitten. Die ganze Sexualität war zwecks diesem Missbrauch, den was die Brüder gemacht haben, die Sexualität war im Mistkübel, die war weg, die hat sich immer müssen wegbeamen, wenn der Ehemann äh, Sexualität haben wollte. Die Ja. hat halt, die war mit den Gedanken, frag mich nicht wo, beim Stricken oder beim Arbeiten oder beim Kochen oder irgendwo, nicht quasi, nicht in den, wie sein sollte. Ja, Ja, nicht im Körper. Da gehst du dann nicht im Körper, raus. sondern hat sie sich außergebeamt. Und das kann auch fast ein Lebensthema sein, Ja, wie dieser Missbrauch einer wirkt. Oder kann auch verschüttet sein und auf einmal kommt er wieder hoch, ja, ja, kommt wieder hoch durch, durch irgendein Leben im Familienfeld drinnen. Oder wenn jetzt der Papa sehr negativ war, den Mädchen oder der Frau gegenüber, die was das erlebt hat, wo sie nachher auch so abgespeichert hat, die Männer sind alles Schweine, die Männer sind alles ihr negatives Männerbild, ich habe in der Aufstellung mal da und dort gehabt, wo die Frau gesagt hat, ich könnte den Papa umbringen, so wie er mit mir als Kind umgegangen ist. So brutal war's. Ich könnte ihn umbringen. Und dann ist ja kein Wunder, wenn diese Frau nachher diese Traumen, die wo sie erlebt hat, oder ob jetzt mit den Brüdern zum Beispiel, oder jetzt mit dem Vater, oder, das, was puncto Sexualität und so weiter geht und Männlichkeit geht, wenn sie da nicht tut, dann geht keine Beziehung, dann geht die zweite Beziehung in Brüche, dann geht die dritte, dann geht keine Beziehung. Weil solange das nicht aufgearbeitet ist, solange das nicht wirklich abgeschlossen ist, geht's nicht. ja. Da geht nichts, da bewegt sich nicht. Und dann, ja, wundert man sich auf einmal, poppt es auf und Ja, ist da. Und ja, das ist so ein Berg. ja. Ja, und das kann dann ganz komische Blüten treiben. Die eine Variante ist, das habe ich auch schon erlebt, dass dann jemand sagt, ich will überhaupt gar keinen Sex mehr haben. Das ist eigentlich in Ja, den besten Jahren, ja, ich will keinen richtig. Sex mehr haben. Ich habe damit abgeschlossen Genau. sozusagen. Aber Ja, das körperlich, das macht was mit dir, wenn du deinen Körper abtrennst und sagst, Sex ist überhaupt nichts für mich. genau. Weil wir sind
Wir sind Beziehungswesen und auch sexuelle Wesen. Das ist eine Freude dabei, wenn sich zwei Menschen körperlich begegnen. Es ist die intimste Form fast überhaupt körperlich gesehen. Ja. Und das zu verleugnen und zu verneinen, das ist schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Und dann gibt's aber die andere Variante, da muss dauernd Sex passieren. Ständig und dann dauernd und dann dauernd. Und ein Partner reicht gar nicht. Der eine Partner reicht sowieso nicht, weil nebenbei sind 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Affären, ja. Oder ich wechsle die Partner wie die Handtücher. Richtig. Und in beiden Bereichen hast du immer hoch explosive Themen drinnen, ja. Und auch da wiederum über Generationen hinweg. Also da brauchst du eine Generation brauchst gar nicht oder dein jetziges Leben brauchst gar nicht anfangen. Kannst du richtig wie Dominosteine, ja, zurückgehen. Ja. Es fängt sicher nicht der Missbrauch zum Beispiel, so wie die eine Frau gesagt hat, wo sie im Setting war. Habe ich gesagt, du, das war nicht der Anfang. Ja. Das war nicht der Anfang, dass die Brüder die missbraucht haben. Das geht zurück. Und da kriege ich Bilder davon. Ich meine, es war früher schon, ob man nur eine Generation zurückgeht. Ja, wie ist der Mama von dir gegangen? Wie ist der Oma von dir gegangen und so weiter. Genau. Und früher war ja überhaupt, ich meine, Missbrauch war so fast auf der Tagesordnung. Ja, und da hat ja keiner hingeschaut, da hat ja keiner was gemacht. Da ist auch keiner auf den Pranger gestellt worden oder sehr selten einmal ist das zur Sprache gekommen. Die Frauen haben geschluckt und geschluckt. Ja. Ja. Und nichts darüber geredet. Natürlich, jetzt kommen auch sexuelle Übergriffe bei den Männern vor. Na, wahrscheinlich etwas weniger, aber auch. Trotzdem noch genügend. Auch, ja. Und also in den Männergruppen bin ich so erstaunt, wirklich erstaunt, weil ich damit nicht gerechnet hatte, weil da geht's viel um das Thema körperliche Gewalt, die erfahren wird auch vom Vater, aber nicht nur, ja. Abtreibungsversuche ist natürlich der Standard, fast schon damit dabei, aber ich war so überrascht, wie bei einem nach dem anderen das Thema mit den Jahren hochkommt. Ja. Und übrigens auch, wenn jemand denkt, da kann ich schnell Lösungen finden, das ist etwas, was ganz, 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 ganz tief hängt. Das ist nicht mit, ich gehe einmal hin, die Sache ist erledigt. Das ist absolute Augenwischerei. Das kommt immer wieder und muss da immer wieder dranbleiben. Das ist echt ein Lebensthema, weil diese Verletzungen, das ist an Körper und an Seele und Seele weniger, aber vielleicht an die Psyche, ist so massiv. Da muss man auch sehr geduldig mit sich sein und extrem mitfühlend auch sein. Ja. Also, weil alles andere das ist Humbug. Das funktioniert nicht. Und es braucht Geduld und es braucht Mut und Ausdauer. Wobei ich muss sagen, dass ich mit meiner Arbeit schon immer wieder Fälle gehabt habe, wo das in dem Moment möglich war. Wo es im Moment möglich war, wo ein zweites Mal nicht notwendig war, zum Beispiel zur Abtreibung hinzuschauen, zu einem Missbrauch hinzuschauen, habe ich zig Fälle. Aber nicht bei jedem, bei Gott. Keine Frage. Also ich glaube da nicht mehr dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da sind wir unterschiedlicher Meinung, weil ich kenne viele, die mittel- und langfristig arbeiten auch und die gesagt haben, kurzfristig hat's geholfen, aber nie mittel- und langfristig. Und dann braucht man immer wieder dieses Hinschauen. Also das ist das, was ich mittlerweile kenne und von mir selber auch weiß und von anderen auch weiß, das ist eine Arbeit oder zwei reicht nicht. Also da sind wir unterschiedlicher Meinung, aber ich sehe das nicht. Ich kann's nur aus meiner Praxis außer sagen, wo ich Fälle gehabt habe oder einige, nicht einmal wenige Fälle gehabt habe, wo das möglich war. Aber das hängt nicht jetzt von mir ab, ja, dass diese Geschichte weg ist, sondern das wird gegeben, das ist Gnade. Das ist nicht jetzt über mich, es ist Gnade, dass es geschehen darf. Ja, aber es geht jetzt da nicht um richtig oder falsch oder um die oder die andere Meinung. Alles kann sein, weil es gibt genauso Spontanheilungen. Es gibt genauso, ob das körperlich, ob das geistig ist. Es gibt
Ich glaube dran. Und da gibt's auch auf dem Gebiet, aber es gibt natürlich auch riesen viele Geschichten, die was Lebensthemen sind nachher. Der was jetzt übertreibe ich, 50 Mal hinschaut und es geht ihm immer nicht. Ja, und dann kommt eine Frau, ja, nicht schon wieder die Mama. Ja, hat schon, frag mich nicht, wie oft ich in Bezug zur Mama hingeschaut, ja, nicht schon wieder die Mama. Dann ist halt irgendeine Facette, die was halt dort hinläuft. Ja, und wo es halt auch hingeschaut werden kann. Es ist so verschieden. Wir sind so, es gibt kein richtig oder falsch und es gibt kein, genau so ist es. Das ist irgendwie so wie eine Vorgabe, so läuft's. Nix. Es läuft ganz individuell. Und da wird viel verkauft, viel Geld mitgemacht. Ja, Und ich habe ja. auch selber einige Dinge ausprobiert Mhm. und kriege das von anderen auch mit über die Jahrzehnte hinweg. Und da bin ich sehr, also nicht nur vorsichtig geworden, sagt, jeder entscheidet für sich, wo er steht und was ihm gut tut und was ihm hilft. Aber es wird, der Grund, warum ich da so extrem vorsichtig bin, weil es wird so viel versprochen und das Wenigste hält auch wirklich das, was es verspricht. Und dann lieber für sich zu gucken, ja, und einen Weg für sich zu finden, als wieder von einem Versprechen zum nächsten zu laufen. Weil es gibt viele, die fühlen sich magisch davon angezogen, von einem Versprechen zum nächsten. Und da ist es mir lieber zu wissen, hey, ja, achtsam Für, mit dir sein, weil diese kleinen verletzten Kinderanteile, die in dir sind, die, die müssen nachgenährt werden, die müssen nachgeliebt werden. Und das mhm. kannst du nicht von heute auf morgen bewerkstelligen. Also, Richtig, 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 richtig. und die sind so tief verletzt und da einen sicheren Rahmen zu bieten, einen sicheren Raum zu bieten, dass das wirklich, dass diese kleinen Kinderseelen, ja, Mhm. nachwachsen können in dir. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass es so wichtig ist für alle Klientinnen und Klienten, wenn irgendeiner Versprechungen abgibt, wenn irgendeiner verspricht, Ja. dann bitte die Hände weg. Weil wenn einer verspricht, ich kann das und ist 100% das ist und so weiter, dann hebt er sich ja auf, weil der ist allmächtig. Und es Genau. gibt keinen Allmächtigen auf dieser Erde. Es gibt keinen. Und sobald einer Versprechungen abgibt, ist egal ihm. Das ist für mich sowas von unseriös. Ja, Ja. um nicht zu sagen kriminell, entschuldige, dass ich das in den Mund nehme, das Ja. ist sowas von unseriös und das ist so eine Bauernfängerei und da sind die Leute, die was in so einem Elend drinnen sind, ha, der letzte Strohhalm und das mache ich noch und der sagt mir, da komme ich nachher ins Himmelreich oder da bin ich weg mit, dann ist meine Krankheit weg, dann habe ich keine Panikattacken, keine Ängste oder. Wer verspricht, Wer Versprechen tut, der ist für mich komplett am falschen Dampfer, auch als Therapeut oder Therapeutin, weil das ist sowas an Anmaßung, ja, Ja. das Ja. zu machen, das die nie machen. Ich sage im Gegenteil, ich sage jedem, versprechen tue ich nichts. Ja, wir können Mm. gern probieren. Ja, es Ja. kann viel passieren, es kann viel geschehen, es kann viel geheilt werden, seelisch und körperlich. Aber versprechen tue ich überhaupt nichts. Ja. Und das ist, aber da kann man das auch in die Welt streuen, dass man sagt, bitte passt auf, wenn einer das sagt. Und wenn er sagt, ich kann euch garantieren, dann sagt okay, du kriegst das Geld nachher, wenn das garantiert weg ist. Mhm. Und wenn es in die Ja. Hosen geht, nachher kriegst du kein Geld. Genau. Oder ich sage, Genau. egal, irgendeine andere Variante, weil das Mm. mit dem Garantieren, es kann da auch kein Arzt garantieren, dass die OP ohne Komplikationen oder irgendwas durchgeht. Du musst unterschreiben. Du musst immer wieder unterschreiben, dass, frag mich nicht, 10 oder 15 Komplikationen oder Geschichten auftreten können. Wenn einer seine Versprechungen gibt, dann ist das mit äußerster Vorsicht zu genießen. Und wenn dann die sagen, okay, dann machen wir einen Deal. Ja. Ja. Wenn es gut ist, bin ich bereit, sogar mehr zu zahlen. Ja. Ja. Sehr oft sind ja Dinge, die was geschehen dürfen, ja, so tief und so groß, dass ich sage, ja du, für das gebe ich nicht jetzt nur
unter Anführungszeichen 50 oder 100 Euro, sondern für das die 1000 Euro oder mehr geben, weil ja ich schon so zum Beispiel ab Jahre nicht mehr schlafen kann. Oder weil ich das schon jahrelang diese Krankheit oder diese psychische Krankheit oder was hab, Ja, ja, dann ist mir das wert. ja. Ja, aber Hände weg. Hände weg. Und es wird so viel versprochen, was alles Mhm. geht mit dubiosesten Sachen. Und beziehungsmäßig, hey, wie oft kommen Frauen her, die was in gewaltvolle Beziehungen haben, die was Oh, geschlagen werden, wo die Kinder, wo die Frau die Kinder vor den Mann schützen muss und so weiter. Hey, da bleibt da öfters das Hirn stehen, was alles möglich ist und was für Qualen und was für Martyrium gewisse Frauen durchmachen, bevor sie sagen, jetzt reicht's mir, jetzt lasse ich mich scheiden. Wie lang mm, dieser Schmerz, wie lang man das zulässt, ja. unwahrscheinlich. Gell? Dann ist er vielleicht Alkoholiker noch dazu, Oh, dass er immer wieder sauft und nach dem Saufen kommt er heim und dann vergewaltigt er die Frau und dann schlägt er die Kinder und ja, fürchterlichste Sachen, wo du sagst, ja bitte, ja. was soll das? Gell? Alkohol und Süchte, Drogenmissbrauch ist Ja, ganz, ganz genau. übel in Beziehungen. Genau. Absolut übel. Die zerstören die Beziehung. Weil wenn da nicht wenn der Mann, der Süchtige ist, nicht bereit ist, Mm, auf Entzug zu gehen, ob das Drogen, ob das Alkohol oder irgendwas ist, geht nicht, der zerstört alles, der ja, zerstört das Familiensystem. Und was für ein Kind obendrein noch, was für Schäden nehmen die Kinder mit in ihr Leben und dann wird das weitergetragen auf die Enkelkinder und so weiter. Das wird weitergegeben. ja. Ja, natürlich, Ganz wohl übel. wissen, ich meine, dass der eine, der was saufen tut, dass der eine, der was rabiat ist, der was handgreiflich ist, der was die Frau schlägt und so weiter, dass es auch nicht den Anfang bei ihm hat, aber nur für mich, ja, für mich, der was als Opfer da ist, muss ich sagen, so nicht. Richtig. So nicht. Also Ja, für mich gehören tatsächlich Alkohol und Drogen. Bei den anderen Süchten bin ich mir nicht so ganz so sicher, aber die beiden weiß ich sicher auf dieselbe Stufe wie sexuelle Gewalt oder sexuelle ja, ja, Traumatisierung. Das hat absolut eklatante Auswirkungen. Und vor allem, wenn dann auch noch die Mutter getrunken hat, während sie mit dem Kind oder Drogen genommen hat, wenn sie mit dem Kind schwanger war, weil ja. dann auch im Gehirn Mhm. Schäden einfach entstehen. Und das hat massivste Auswirkungen. Also ganz, ganz übler Natur. Ja, Und da gehört wirklich für einen der beiden Partner, da muss eigentlich eine Trennung her. Und gleich doppelt so weit, wenn Kinder da sind, weil die geschützt werden müssten. Aber das geht dann oft nicht, weil beide Elternteile, ne, gibt ja einen Grund, warum die zusammengekommen sind, ja. Der eine, der es macht und der andere, der es mit sich ja, machen lässt. ja, Oder im noch ja. schlimmeren Fall sind beide Mhm. diejenigen, die sich Die gegenseitig dann hochspielen. Täter-Opfer-Dynamiken da sind. Und wenn jetzt die Frau als Opfer ist, wie lange hat sie sich schlagen lassen und so weiter? Wie lange hat Ja, sie das erduldet? Und auf der anderen Seite auch zugeschaut, auch wenn sie vielleicht ab und zu dazwischen gegangen ist, weil dann hat er halt sie auch noch geschlagen, wenn sie dazwischen gegangen ist, wenn er handgreiflich war bei den Kindern. Wie lange sind ja, solche Martyrien, kommen nicht heraus, ja, wird nicht über die geredet, wo man so, ja bitte, ich meine, der gehört angezeigt, ja, ja, das gehört, und die Frau, weiß ich nicht, dass sie halt ins Frauenhaus geht, oder, aber schlimm, sowas von schlimm, gell? ja. Und Gewalt ist, ja, ein No-Go, bis geht nicht mehr, Mhm. bis geht nicht mehr, das zerstört alles, Ja, aber wie viele haben das miterlebt oder erleben es noch nach wie vor. richtig. Oder ab und zu, wie du sagst, und natürlich gibt es nachher solche Fälle auch, wo beide nachher trinken tun, wo beide saufen tun, wo beide alkoholabhängig sind. Ja. Gell? Und da
denkt keiner noch an die Folgegenerationen, was das mit denen ausmacht. Wie die Richtig. mit denen, wenn da nicht einer das aufarbeitet, das tragt er mit. Ja, Und und das es ist gibt so er den schwierig. Kindern und Kindeskindern weiter. Gerade bei Alkohol ist es so schwierig, weil alles in deinem Kopf benebelt ist und durcheinander ist. Also ich habe ein paar Leute, deren Familiengeschichte geht Richtung Alkoholiker. Das ist so, so schwierig, weil du kannst keinen klaren Gedanken fassen. Alles ist wie durcheinandergewürfelt. Das ist wie wenn man erstmal sein Gehirn neu sortieren müsste und neue Verbindungen erstmal schaffen müsste, bevor man überhaupt noch weitergeht. Also es ist ein Riesenthema. Ja, und es wird zu Alkohol gehört halt überall dazu in der Ja, Gesellschaft. Ja, das ist halt, ja, also, das ist unglaublich. ja, da ist war eine Frau bei mir, die was das Leid geklagt hat und so weiter. Und dann sagt sie, und so weit ist es gegangen. Die hat mich gezwungen, dass ich abgetrieben habe. Sie hat Ja, damals nicht die Kraft gehabt, dass sie gesagt hat, na, ich lass mich scheiden, ich gehe und so nicht. Ja, der hat sie gezwungen, dass sie abgetrieben hat. Und was, was das für Folgen hat, ja, was oder das das für Kind wird zur Folgen hat. Adoption gegeben Zum und dann die Beispiel, ja, Adoptiveltern wissen dann gar nicht, was los ist mit dem Kind. Ja, weil die sind dann total überfordert, weil dann natürlich in dem Kind die ganzen Traumatisierungen der Eltern hochkommen, ja, aber die Adoptiveltern sind ja was weiß ich von Trauma, was weiß ich von Psychologie, ja, habe ich keine Ahnung, sind dann komplett überfordert mit der ganzen Thematik, ja. sind riesen viel Adoptiveltern, die was wirklich noch mit diesen Adoptivkindern unbeschreibliche Probleme haben. So wie Ja, du sagst, weil die einfach die Familiengeschichte in den Genen, in ihnen ist das abgespeichert. Wer in weiß, jeder Zelle ja, des Körpers, in genau, im jedem, Zellgedächtnis ist genau, so. Und was ja, weiß, wie es der Mama in der Schwangerschaft gegangen ist, die was nachher das Kind zur Adoption freigeben hat. Was weiß, was davor war und. Und da ist so viel, dass, ja, einige Riesenprobleme haben und an denen auch Beziehungen scheitern können. Wenn sie ja. sagen, okay, wir haben keine Kinder, das adoptieren wir, das kann sowas in die Hosen gehen. Sowas in die Hosen gehen, weil das Riesenherausforderungen sein können. Ja, Immer, ja. Aber die bringen, jeder bringt die Geschichte mit. Wissentlich, nicht wissentlich, ob er will oder nicht will. Er bringt's mm, mit. Und dann musst du erst das handeln können. richtig. Ja. Aber es ist, also es braucht echt ein Umdenken, dass ich um Hilfe bitte. Dass Ja, ich nicht diesen Hochglanzmagazinen verfalle, so wie eine Familie auszusehen hat, so haben die Kinder auszusehen, so hat der Mann, die Frau. Das ist so überlagert bei beiden. Das ist nicht nur bei der Frau, das ist genauso beim Mann, wo man gar nicht mehr wirklich weiß, was fühlt denn ich eigentlich und was will ich überhaupt? Weil es ist nur dieses Bild, was im Außen kreiert wird. Und das ist immer, entweder, ich sage mir wie bei einem Film, der Film dauert auch nur 90 Minuten, dann ist das Happy End und was ist dann? Dann wird es ja erst interessant. Was passiert nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, nach 15, nach 20 Jahren? Ja. Nathalie, es wird so viel auf Schein gemacht. Oh Schau ja. dir an die ganze Gesellschaft, Bussi hin, Bussi her und so. Aber jetzt, wenn du spürig bist, spür dir Hm. mal eine. Das ist nur bei den meisten, ja, bei den meisten ist es nur eine Proforma-Geschichte, weil man es tut und weil man nachher der Freund oder die Freundin oder frag mich nicht, was ist. Aber Ja. ich meine, wo spürst du einmal aus der Tiefe aus, eine Berührung, eine Umarmung. Wo spürst du das? Auch Ja. in der Beziehung so, spürt's einmal eine. Ich lasse öfter so Leute aufeinander zugehen. Dass ich sage, Mm. okay, Mann, du bist da, Frau, du bist da. Und jetzt geht's einmal und spürt's aufeinander zu. Da fällt mir Ja, das gerade übrigens ein bei der Sexualität. Ja, du bist noch ganz am Anfang, aber da fällt mir gerade ein, wie die Pornografie reinkommt, mit diesen ganz komischen Bildern, auch vom Aussehen natürlich, wie jemand genau. auszusehen hat. Aber das ist wie ein mechanisches Abarbeiten, wie am Ja. Fließband.
Aber wo ist die, das hatte ich auch letztens in der einen Arbeit drinnen, auch bei einem Mann, der auch sich seine Sexualität anschauen so wollte. Und das habe ich nicht nur übrigens bei ihm erlebt, sondern auch bei anderen Arbeiten, wenn es um das Thema geht. Als erstes geht es um die Sensualität. Also wie fühlt sich das erstmal an, wenn ich mich berühre? Genau. Bei dem zum Beispiel, der konnte sich nicht weiter wie hier Ja, berühren ja, und da. Es ging ja. gar nicht den Körper Ja, runter. ja. Das war schon, Mhm. ich kann mich nicht mal selber berühren. Und dann, wie ist es in der achtsamen und vor allem absichtslosen erstmal Berührung den Berührung. anderen Mhm. gegenüber? Genau. Wie So ist fühlt es. sich das an? Ja, ja, ja. Ja, das ist Ah, Never-Ending Stories, Beziehungsebene, gell? ja, Die ganzen Muster, die ganzen Möglichkeiten und. Ja, und ein Therapeut hat gesagt, vor kurzem habe ich das gehört, hat er gesagt, er hat so wie, man kann so testen, ja, was kinesiologisch. physiologisch, wo man so, Mhm. wie man testet. Und er hat gesagt, ich habe nachher getestet, ich meine, was er so in dem Sinn, ich liebe dich oder die Liebe, ja. 8 von 10 ist die Hand runtergegangen. Er hat Verdammt! gesagt, ich kann jetzt nur die Worte von diesem Therapeuten wiederholen, der was das kinesiologisch getestet hat. 8 von 10 ist das runtergegangen. Ja? Und das heißt aber auf der anderen Seite, wie unspürig ist man denn? Ja, Wurscht, ob jetzt Mann oder Frau, dass ich das nicht spüre, dass das einfach nur bla 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 ist, Schatzi und frag mich nicht, was alles und so weiter. Bin's aus der Tiefe gekommen. Wunderschön. Hält zwar die Hände aber vor lauter Freude. Was will ich mehr? Geliebt und geliebt werden. Wenn das geschehen darf und ist, Himmel auf Erden. Und dann kommt noch die Sexualität dazu, die was sowas von beglückend sein kann. Ja, Himmel auf Erden. ja. Ja, es schaut aber sehr, sehr anders aus. Es ist so, ja, ja, so wie du, wo wir von Anfang an gesagt haben, na ja, jetzt, ich habe mit einem Menschen geredet, ja, super intellektuell und was weiß nie, was soll. Und er hat gesagt, Franz, ich hätte mich sofort scheiden lassen, so wie du, ich kann's nicht, ich hab jetzt das Haus im Hintergrund, die Kinder sind im Hintergrund und alles, ich kann mir eine Scheidung nicht leisten. Er ist schon längst woanders. Der ist Ja, überhaupt nicht daheim, der ist überhaupt nicht bei den Kindern und so weiter, sondern der ist längst woanders. Aber er sagt, ich kann mir das nicht leisten. Ja, ich kann mir das na, und dann gibt's halt verschiedene Gründe, wo sie meinen, ich darf ja das nicht tun. Noch nicht, ich meine, da ist mein Ruf ruiniert und. Aber ja. er lebt sich ungeniert, ist viel besser. Mhm, Schrecken mit mhm. Ende wie ein Schrecken ohne Ende. Ja, und Ja, ja, da, hey, da bleibt da der Mund offen. Ja, was alles für Gründe gibt, warum nicht gemacht wird und wo sie schon längst Geschiedene sind, schon längst. Ja, die sind nur am Papier zusammen. das Ja, weiß ich noch auch damals, als ich mich getrennt hatte. Und dann war ich noch in der IT-Industrie tätig und dann hatte ich es ein paar Kollegen in Frankreich erzählt und die waren dann auf einmal ganz freizügig mit Informationen, was da so im französischen Büro so alles passiert. Und man sagt den Franzosen viel nach und was ich da gelernt habe, das ist nicht nur ein Vorurteil, sondern es ist tatsächlich gang und gäbe, dass da jeder mit jedem so ins Bett steigt. Ja, dann erzähle ich das einer Freundin hier bei mir, die lacht mich aus und sagt, sag mal, Natalie, aber du schwebst auch noch auf einer rosa Wolke, oder? Weil sie legt nebenbei Karten für Leute, also ist wirklich Kartenlegerin und sie sagt, die meisten der Frauen, die zu mir kommen, da geht's immer um Seitensprünge. Das ist nicht nur die Männer, sind die Frauen ganz genauso. Mir ist der Mund offen stehen geblieben, weil für mich, ich finde sowas ist echt nicht akzeptabel, ehrlich gesagt. Du beendest eine Sache oder bist fast am Beenden, dann darfst du anfangen, ja? Dann ist es okay, wenn du sagst, okay, ich weiß, ich beende in 1 oder 2 Monaten ja, oder ja. bald meine Beziehung. Das ist für mich in Ordnung, weil du weißt, die Schritte gehen dahin und du machst es auch wirklich. Aber dieses mehrfachgleisig fahren, permanent,
das macht auch was mit den Kindern. Weil die Eltern denken sich, naja, das ist ja nur ein Thema zwischen mir und meinem Partner oder meiner Partnerin. Anna, Genau, wenn die da aber noch Kinder. die Kinder dazwischen Die spüren hängen. alles, die spüren alles, die nehmen alles mit und so weiter. Aber wenn einer einmal ausfliegt, ja, einer wohin anders, so wie Bienen, die was halt bestäuben tun, von einer Blume zur anderen. Wenn er das einmal macht, dann macht er es immer wieder und immer mehr. Und immer, es gibt immer schönere, jüngere und frag mich nicht, was alles und so weiter. Wurscht, was wir für eine Skala hernehmen. Aber Ja, das ist ein inneres Muster in den Mann, dass er das macht und meint, dass er nachher da die Befriedigung kriegt. Kriegt er nicht. Es ist eine Leere, die was hinten bleibt. Wobei, meines Erachtens nach, gell, ich kann es jetzt für eine Frau nicht nachvollziehen, aber ich habe von vielen Berichten her gelesen, dass es bei einer Frau mit einem Seitensprung und so weiter noch tiefen wirksamer ist, in dem ja, Sinn, weil ja sie die Aufnehmende ist, weil sie ja das Sperma vom Mann quasi in sich aufnimmt oder auch nicht, ist ja egal, aber sie ist die Aufnehmende ja. und das hat mehr Auswirkung oder es sollte mehr Auswirkung haben wie beim Mann. Und so habe ich es gehört. Und für mich, danke ihm an die Worte, die was du früher gesagt hast, für mich ist es genauso ein No-Go. Wenn ich in einer Beziehung bin, dann hat ein Seitensprung keinen Platz. Ja. Ja, aber wenn bei mir so war, dass ich halt wir waren bei einer Therapeutin, ja, und die hat gesagt, du, Franz, wenn das so ist, dann geh halt in einen Puff. Ja, wo mir die Therapeutin gesagt hat, du gehst halt in den Puff. Dann habe ich gesagt, du, solange ich verheiratet bin, geh nicht in einen Puff. Ja, in Genau. einen Puff, wo es unter Anführungszeichen unpersönlicher ist. Aber das ist auch nur Makulatur, das ist auch nur, wir reden uns was ein. Ja, ob das jetzt Gasthausbekanntschaft oder sonstiges ist. Aber das macht was mit uns. Ja. Sowohl mit Mann, so auch mit Frau. Ja, und auch viele wechselnde Partner zu haben oder eine offene Beziehung zum Beispiel auch zu führen, das macht energetisch was mit dir. Ja, Es ja, macht ja, energetisch was mit dir. Das ist nicht irgendeine eine Art von Lebensmodell oder gerade in oder wie auch immer. Es macht was energetisch von dir, wenn du mit vielen Leuten zusammen bist ja, und dich auch intim berühren lässt, weil es gibt genau. ja auch jetzt andere Arten von Berührungen, die Ja, sehr, sehr intim sind in Seminaren, in ja, Workshops. Und das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Das ist nicht wie wenn ich heute sage, oh Mensch, jetzt habe ich aus Versehen 3 Tassen Kaffee oder 10 Tassen Kaffee getrunken. Ja, morgen mache ich es nicht. Sondern das bleibt energetisch hängen an deinem Körper. es ist so. Es ist so. Und ich weiß auch nicht, ich bezweifle es, dass diese Modelle mit wechselnde Partner haben kann und dass es zwischen den Eheleuten oder zwischen den Lebensgefährten und so weiter ausgeredet worden ist. Du musst nur mir sagen, so dass sie halt gewisse Richtlinien geschaffen haben. Mag sein, dass es eine gewisse Zeit geht, aber ich denke mal, ja, ich für mich kann es mir nicht vorstellen. Und ich für mich, das ist für mich bei Gott keine optimale Lösung. Ja, für eine Beziehungsebene. Mag sein, dass das einer von außen sagt, das ist altvaterisch und das ist schon alles überholt und. Jeder, wie er mag. Ich für mich ist einfach eine Beziehungsebene, wo du zu zweit bist, die Ebene. Ja. Und dort, wo ich sage, dort kann ich wachsen, dort spiegelt mir der andere was, dort kann ich was tun. Ja. Aber alles andere, ja, mag auch unter Anführungszeichen angenehmes sexuelles Erleben sein, aber da Ohne hat keine Substanz. Tiefe, das bringt nichts. Ja, ich meine, ich habe mich zwar erleichtert, ich habe den Druck abgelassen, aber innerlich, was hat es innerlich mit mir gemacht? Genau das, was du sagst, stimmt. Und das sieht man dann auch, sobald man tiefer arbeitet, kommt genau das raus. Das ist einfach nur eine Druckerleichterung, Ja, aber diese innere Leere und vor allem diese Angst auch vor wirklicher Nähe,
Ja, Weil dann kann ich sie nämlich wunderbar maskieren zwischen gesellschaftlich gerade opportunen Themen. Diese unglaubliche innere Angst vor Nähe. Wie du ja, auch sagtest, das ist, wenn ihr euch beide mal ja, näher kommt. ja, Und dann kommt ja, Ängste hoch, Wut hoch, ja. Scham hoch, was da alles für Gefühle da sind. Ja, ich so, wenn öfters, wenn Frauen oder Männer kommen, die was Ängste haben oder sonstige Geschichten haben, dann sage Hm. ich, wenn ihr jetzt in der Beziehung seid oder in der Ehe seid, sagt dem Ehepartner, bitte halt mich. Hm. Wie schwierig ist es sehr oft, dass einer den anderen halten tut. Nur halten, ohne Hm. irgendwas zu tun, zu quatschen, einfach nur halten. Wie schwierig ist das? Und einige halten da mal 1 Minute aus von Anfang oder 2 Minuten. Nix. Der haltet, so wie du sagst, die Nähe nicht aus. Und das ist Beziehung und das ist Ja, gelebte Beziehung. ja, Hey, wo sind wir denn? Wo ja, sind wir denn? Wobei auf der anderen Seite, wenn ich das zulassen kann, ist es für den Gebenden und für Nehmenden so ein Segen. ja. Ja, der eine, der was loslassen kann, der was das Nervenkostüm runterfahren kann und der andere, der was einfach nur halten tut. Hm. Aber es ist leicht gesagt, aber nicht getan. Das muss ich immer wieder erkennen, wenn ich in der Praxis bin. Da fällt mir auch ein Seminar ein, auf dem ich letztens war. Da war auch ein Paar, die sich zumindest anscheinend extrem geliebt haben. Die waren ständig aufeinander, ständig sich angefasst und überhaupt. Das Interessante war aber dann, dass in einer Arbeit dann übrigens die anderen Teilnehmer das gar nicht alle so positiv fanden. Ich auch nicht, weil ich mir dachte, er ist ständig in ihrer Sphäre drinnen. Ja, Er ist ständig manche würden sagen, Aura, ja, ja, Energiefeld. ja, Also ja, der kommt gar nicht mehr weg. Das ist wie so ein Aussauger. Und dann ja, in einer Arbeit ist es tatsächlich, es ging gar nicht um ihn oder um ja, sie, sondern es ging um eine andere Arbeit. Aber kam es plötzlich, explodierte das von allen Teilnehmern heraus, die eigentlich ihn demaskiert haben, was er denn da macht eigentlich die ganze Zeit. Und das ging natürlich gar nicht. Und sie war auch perplex. Und in ihrer Arbeit stellte sich das, also es war nur so ein kleiner Nebenstrang nur, kam das dann auch zutage. Übrigens, so nach dem Motto, du kannst machen eigentlich, was du willst, das ist absolut in Ordnung. Aber wenn du in diesen ganz inneren Raum, wenn du mal in diesen innersten inneren Raum bei dir gewesen bist und dann kommt der da so rein, das geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Das war dann so ein Zwiegespräch zwischen dem einen Anteil und ihr und sie dann nur so, ja, das mochtest du nicht. Und der andere Anteil, geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Also auch da von diesem sogenannten, ich bin ja so liebevoll, ich bin ja, ja so ja. dir Alles nur zugewandt. Schein, alles nur Schein. Das ist alles Makulatur, das ist alles ein anderes Gesicht nach außen tragen und ganz anders sein. Aber ich habe auch so das Gefühl, was dass viele Menschen richtige Ängste haben, Ja, eine innige Beziehung einzugehen, wo sie sagen, ma, hey, der Mann, der tät mir auf Händen tragen oder da tät man uns verstehen und. Der sauft nicht, der ist kein Gewalttätiger und frag mich nicht, was alles. Ich meine, wo man wirklich einige Pluspunkte bringen tät, aber die Nähe halten sie nicht aus. Und da sind so viele Beziehungen, so viele Menschen, die was sagen, na, ich nehme lieber eine Beziehung, die was ich ab und zu quasi als Beziehung hab oder ab und ja, zu, oder wo ich noch die Kontrolle habe, ja, ja, wo ich noch in genau, Kontrolle ja, von mir ja, bin. genau, Ja. genau. Aber da brauche ich gar nicht weit schauen, weil ich weiß es von mir selber. Aufgrund all der Themen, die ich erlebt habe, ist das ein Riesenproblem für mich einfach, ja. Dieses, dieses Ja, Vertrauen, dass, ja, oder dann auch wenn was schief geht oder mal nicht so toll ist, dass ich das dann nicht gleich sage, okay, jetzt ist alles Schluss. ja. Ja, Aber weil Vertrauen, Nathalie, Vertrauen, wo fängt das an? ja, Generationen, transgenerationale Geschichte, aber spätestens noch auch im eigenen Leben, wo die Kinder missbraucht worden sind, oder, die haben nicht vertrauen können, die haben dem ja, Bruder nicht vertrauen können, die haben dem Papa nicht vertrauen können, die haben den Ehemann nicht vertrauen können, und. Ah, und dann, wenn dieses
Vertrauen in dem Sinn nicht aufgearbeitet wird, ja, ja, diese Traumata, die was waren, aufgearbeitet wird, dann gibt's kein Vertrauen. Dann gehst du in die nächste Beziehung eine ohne Vertrauen. Und eine Beziehung ohne Vertrauen, wow, ja, ist sowas von zart, weil da weiß ja das Gegenüber, ist wurscht, ob Mann oder Frau, ja nie, was darf ich machen, dass nicht irgendwas getriggert wird. Sobald ich irgendwas mache, wow. Und dabei hat er überhaupt nicht das im Sinn gehabt oder so gemeint, sondern einfach aus dem Fass heraus des Nicht-Vertrauens können, ist das alles da. Und dann, da geht nicht, da einfach eine gute Beziehung ohne Vertrauen geht nicht. Und wenn man aber Liebe, wenn ich aber sage, ich will in die Liebe gehen, ich will wirklich Liebe zulassen, ja, dann ist die Angst weg. Wenn ich in der Tiefe bin, ist die Angst weg. Sobald ich in der Angst bin, ja, dann bin ich in der Kontrolle, dann bin ich im ganzen Drum und Dran. Aber das ist beziehungsmäßig Junk, ja, durchtrennt, da gibt's kein Band, ja. Wenn ich aber lieben kann und lieben tue, hey, das Wunderschönste. Natürlich, wenn ich jetzt so viel Erlebnisse gehabt habe, wo ich nicht vertrauen konnte, ja, und so viel oft enttäuscht worden bin, weil mir die Eltern gesagt haben, du kriegst das und dann habe ich es nicht gekriegt, nur und so weiter, ja. Das ganze Konvolut quasi, die ganze Biografie, was wir erlebt haben, das waren zigmal, ja, wo wir gedacht haben, ja, und jetzt wird's und ich vertraue und wieder ist mir auf die Schnauze gefallen, wieder ist mir nicht, und dann dieses Vertrauen wieder aufzubauen, ist immens schwierig, Aber so was von notwendig, es wendet die Not, dass es anders ist, dass hey, es gibt nichts Schöneres wie lieben, ja. Ich liebe und ich will lieben und ich will geliebt werden. Es ist nicht nur einseitig ist, weil wenn es nur einseitig ist, dann geht's nicht. Wenn ein Ausgleich nicht da ist, dann passt nicht. Es ist nur die Frage der Zeit, wann diese Beziehung in Brüche geht. Gell? Ich meine, Bert Hellinger hat irgendwann mal, und ich glaube, der Wager von Kienet haben auch irgendwas geschrieben und so weiter in die Richtung, dass sie gesagt haben, wenn nur einer der Gebende ist und der andere immer nur nimmt, dann ist aus der Praxis von Szenen heraus so gewesen, dass nachher die was alles gekriegt haben, die waren, die was verlassen haben. Nicht der andere, der was immer gegeben hat. Der hat sich den Arsch aufgerissen, der hat alles gemacht. Und der andere, der was nur gekriegt hat, der ist derjenige, der verlässt, weil der innerlich, nicht bewusst innerlich, so viel, unter Anführungszeichen, Schuld oder so viel gekriegt hat, wo er spürt, in mir hat ja irgendwie, auf irgendeine Art und Weise einen Ausgleich bringen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass Ausgleich unter den Eheleuten oder unter den Partnern da ist. So wichtig. So wichtig. Geben und nehmen. Das soll da sein. Und genauso ist es ja auch, die Liebe geben und nehmen. Liebe geben und bekommen. Ja. Oh, wie viele haben Probleme zu empfangen? Auch. Sind viel eher beim Geben als beim Empfangen, ja. Das ist auch nochmal ein Thema, so wie wenn, ich kann dir wunderbare Komplimente geben, aber was ist, wenn ich dann die Komplimente zurückbekomme? Kann ich das überhaupt annehmen? Man kann sie annehmen, ja. So, ich gebe dir ganz viel Geld, ich gebe dir Geschenke, aber was ist, wenn du mir ein Geschenk gibst? Ups. Oder du mir was bezahlen möchtest? Oder du ein Kompliment kriegst. Nathalie, heute bist wunderschön und so weiter. Kannst du es nehmen? Ja. Nehmen. Ja. Okay, weil ob da nicht vielleicht noch wieder im Kopf schon noch las, was hat denn der im Hintergrund, was läuft da, was meint er denn, was will er denn? Ja. Und so weiter. Genau. Wir können auch wenn du über gewisse Sachen. Richtig, oder unterschiedliche Werte. Ich finde auch, also erstens Lachen gehört in jede Beziehung. Wenn du mit jemandem nicht lachen kannst,
Wenn du einen unterschiedlichen Humorgeschmack hast, dann ist es ein Problem. Über die selber lachen können. Ja, Das ist genau. so, okay, wow, hey, das ist befreiend, das ist sowas Positives. Natürlich, Mhm. wenn man miteinander lachen kann. Ja, und Ja, ab und zu auch über sich selber lachen kann. Ja, richtig. hey, wunderschön. Genau. Und Und, wichtig, und ähnliche Werte. befreiend. Genau, ähnliche Ja, Werte, weil das eine ist, Religion ist nicht unbedingt ein Trenner oder eine Gemeinsamkeit, sondern es geht eher um die ähnlichen Werte. Vor allem noch viel wichtiger, wenn du aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommst. ja. Aber nicht nur, du musst ähnliche, wenn nicht sogar gleiche Werte haben. Mhm. Ja, was Vertrauen, Ehrlichkeit, Offenheit, Wichtig, Liebe, wichtig. Bedürfnisse, Wünsche angeht. Ja, Du ja, brauchst ja. ähnliche Werte. Ja, oder muss man auf der anderen Seite auch so weit, in dem Sinn großzügig sein und einsichtig sein, dass man sagt, jetzt hat die Nathalie diese Meinung und der Franz hat diese Meinung. Diese Meinung lasse ich stehen und diese Meinung lasse ich stehen. Weil jede Meinung, und das kann genauso bei der Partnerschaft auch sein. Und dann kann ich auch sagen, okay, oder jetzt machen wir zum Beispiel ein oder zwei Sachen, das, was nach deinem Wollen, nach deinem Kopf, nach Ja. deinem Interesse geht. Aber da machen wir als Ausgleich auch, wenn du sagst, okay, und das ist mein Interesse und da habe ich mein Herzensblut oder Freude dabei. Ja, Mhm. es ist so viel wert, so wie du sagst. Na, ich bin schon auch überzeugt, es ist viel wert, wenn die Spiritualität auch, Ja. Spiritualität ist was anderes wie nicht die Spiritualität, die was wir über die Kirche gekriegt haben, sondern unsere innere Spiritualität, unsere innere Mhm. Haltung, sprich unsere innere Menschlichkeit, unsere innere Ethik, dass wir Mensch sind und so weiter, menschlich umgehen, wenn das beiderseitig ist. Ja, dass ich sage, Ja. okay, das ist bei dir und das ist bei mir. Und gewisse Werte ist so wie du früher gesagt hast, notwendig, ja, dass sie gleich sind. Weil wenn ich überhaupt nicht akzeptieren kann oder verstehen kann, was der andere tut, habe ich schon da ein Riesenproblem. Allein nur aus dem Tun außer, geschweige Mhm. aus dem Gefühl, aus der Emotion. Allein, wenn ich sage, boah, das, was meine Frau oder mein Mann macht, hey, das ist aber sowas von, dann stehe ich nicht in der Öffentlichkeit zu dir und. Ja. Ja, und das bringt auch nur Probleme. Also ist es wichtig, ich, du und wir, Ja. dass das gelebt wird, so gelebt wird, so gelebt wird. Wir vor allem, das war so schön, der Steve Harvey, den ich so gerne mache aus den USA, der sagt immer, sobald du heiratest, formst du einen zweihändigen Kreis. Ja, Ja, übrigens auch, was auch immer die Schwiegermutter sagt oder der Schwiegervater sagt oder wer auch immer, die da intervenieren wollen, du formst einen zweihändigen Kreis. mhm. Ja, du lässt auch deine Frau oder deinen Mann nicht irgendwie den Bach runtergehen, nur weil du noch so auf deine Familie fixiert bist. Ja, und die dir eigentlich noch wichtiger ist als deine neue Partnerschaft auch. Das zum Beispiel ist auch nochmal etwas, was echt wichtig ist. Oder aber auch, fällt mir auch gerade ein, der Partner muss nicht alle deine Wünsche erfüllen. Das ist nicht das, weiß ich nicht, 20-fache Überraschungsei, ja, das jetzt alles kann, von tanzen können bis kochen irgendwie und Kindererziehung, sondern ja, wenn du gerne, was ich kulturell mehr machst, dann mach das mit deinen Freunden. Wenn dein Partner sagt, ach, du weißt ja, also Oper und Ja. Theater ist jetzt nicht irgendwie mein Ding. Genauso. Weil diese Traumfrau unter Anführungszeichen oder diesen Traummann wirst du nicht kriegen. Weil so wie du sagst, es kann schon das eine und das andere auf einer Wellenlänge schwingen und so weiter und sein. Ja, Ja, aber halt da und dort halt nicht. Aber dann ja, geht's halt darum, dass man nachher die Freiheit hat und die Freiheit gibt. Ja, dann gehst ja. halt du zum Beispiel zum Singen, zum Tanzen oder irgendwas. Ja, Mm, ja, wenn das überhaupt nicht meins ist. Ja, ja, natürlich kommt es nachher darauf an, wie weit bin ich noch eifersüchtig oder nicht, bin ich krankhaft eifersüchtig oder nicht und so weiter. Ja, oder sperre ich,
ist auch jede Beziehung zum Scheitern verurteilt, wenn man den anderen Partner mehr oder minder einsperren will. Ja, weil das geht nicht. Du musst ihm Freiheiten geben, das geht nicht. Weil die Freiheiten beflügeln auch uns noch in der Beziehung. Ja. Genau. Weil die andere noch, oder ist zum Beispiel, wenn Frauen noch so Frauenkreise haben und so weiter, ist gut, dass sie, oder Männer umgekehrt, genauso. Passt so, dass sie noch in dieser Mann-Energie, in diesem Vatersein, in diesem drinnen sein können, drinnen baden können, austauschen können. Und genauso auch für die Frauen. Aber was die jetzt sind, öfter kommen halt, kommt der Vater so, du, ich darf überhaupt nichts. Ja, ich darf nicht das nicht, ich darf das andere nicht und dann ist er nur eifersüchtig und. Ja, aber dabei geht's da um den einen Kleinen, der was halt bettelt und bittet bei der Mama und. Aber das ist die tiefere Ebene. Aber ja, wichtig, so gewisse Sachen ist halt fein, wenn man sich versteht. Einfach versteht. Oder dass man die große Menschlichkeit hat, dass man das nehmen kann. Du bist und du bleibst und du anders. Ja. Ich bin und ich bleib anders. Aber dann ist, wie weit kann ich die Hand reichen und sagen, ich nehme dich so, wie du bist und du nimmst mich so, wie ich bin. Wunderschön. Aber da kommt es noch auf die Menschlichkeit. Ja. Und auf die, ich habe gespürt, waren einmal ein Ehepaar oben, da hat sie gesagt, jetzt probier einmal sagen, dem Partner, ich liebe dich. Wow. Da war so viel positiver Energie, so viel Liebe da. Aber der hat überhaupt nicht nehmen können. Der war fertig. Und wenn der das nehmen kann, hey, dann hört er die Engel singen. Vor lauter Freude, vor lauter Schön. Und da hat er so eine Angst, weil er Angst hat, Kontrollverlust, Angst hat in dem, und die andere schüttet ihm das Herz aus und ich liebe dich. Ja. Aber natürlich, ich meine, wenn jetzt der nicht nehmen kann, dann kann er geben auch nicht. Ich meine, dann ist zu. Natürlich, weil er halt, was weiß nicht, wie viel Mauern sich aufgebaut hat, als Kind und so weiter, und was abgetragen wird. Und er hat auch Angst daher, dass das ankommt, dass er aufmacht, dass er das Herz aufmachen kann. Das Leben kann so schön sein. So schön.